Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns heute nicht in Dortmund, sondern wir sind am Nürburgring. Und zwar, wir wurden eingeladen von einem sehr netten Kunden zum Oldtimer Grand Prix. Der veranstaltet das hier nämlich. Ist ganz witzig, weil es für uns so ein bisschen so ein Comeback. Der fährt nämlich ein GT3 RS in lila, nee stimmt gar nicht, in grün. Viper Grün, ja genau. Geiles Auto, mega cool, war letztens noch bei uns für eine Inspektion. Deswegen sind wir ins Gespräch gekommen. Er hat erzählt, dass er das hier veranstaltet und tada, hier sind wir. Ganz witzig, random nebenbei. 2008, glaube ich, war das Auto nämlich auch hier am Nürburgring, als wir es nämlich gerade fertiggestellt haben, um das hier so ein bisschen zu erproben. Ja, deswegen umso lustiger, wir sind wieder hier, haben Stand hier und ja, ich würde sagen, wir legen direkt einfach mal los. Womit sind wir hier? Also, wir sind beim Oldtimer Grand Prix, also müssen wir natürlich was Altes mitbringen. Wir haben hier ein 993. Das Auto ist schon ziemlich lange bei uns. War schon immer die Idee, dass wir das Auto auf einen wassergekühlten Motor umbauen. Und zwar die Idee war eigentlich grundsätzlich, dass wir ein altes Auto nehmen und es auf neuere Technik umbauen. Da der 964 ja schon ziemlich abgegrast ist, haben wir auch schon viele Autos von gemacht, auch auf luftgekühlter Basis mit moderner Einspritzung und Zündanlage und so weiter und so fort. Haben wir gedacht, wir machen mal ein neues Projekt. Das machen wir mit jemandem zusammen, mit dem wir hier auch ausstellen. Da kommen wir aber später drauf zurück. Der macht nämlich sehr coole Carbon-Sachen. Und unter anderem auch komplette Fahrzeuge aus Carbon, also sprich komplette Karosserien und so weiter und so fort. Und ja, deswegen stellen wir das hier heute aus, dass wir alte Fahrzeuge mit moderner Technik bauen wollen und dann in Kombination hoffentlich mit dem netten Herrn, dass wir im Prinzip ein volles Fahrzeug aus Carbon hinstellen können, wirklich mit dem wassergekühlten Motor aus dem 997 oder 996. Mit dem wir nämlich auch schon eine Euro 6 erreicht haben. Wir haben das Thema nämlich schon ein bisschen auf die Spitze getrieben. Mein Vater hatte relativ lange ein 997 Turbo Punkt 1, also mit Metzger-Motor, wassergekühlt, den wir so weit umgebaut haben und modifiziert haben, dass wir mit dem einen Euro 6 Abgastest gemacht haben, plus Tuning. Da hatten wir mit 820 PS, konnten wir trotzdem die Euro 6 erreichen, hat alles ganz normal funktioniert. Super cool. So, ich würde sagen, wir gehen mal lieber weiter und gucken uns das Auto noch mal ein bisschen genauer hier an. Also man sieht, es ist wirklich ein Restaurationsobjekt. Das Auto hat viel gesehen, er ist komplett zerlegt, hier sind originale RS-Sitze drin und ja, 993 Räder drauf, einmal frisch lackiert. Ja, wir haben ihn bisher eigentlich nur auseinandergebaut, haben angefangen unsere ganzen Teileprobe zu stecken, haben 997 Achsen ausprobiert, ob wir das Allrad da reinbekommen und so weiter und so fort. Wie gesagt, der Plan ist es, ein altes Fahrzeug wie ein 993 auf neue Technik umzubauen, sprich wir nehmen alles aus dem 997 Turbo und stecken das da rein. Die Idee ist auch, dass wir auch das Interieur zum Großteil übernehmen. Müssen wir mal gucken, wie sich das Projekt entwickelt. Aber ich denke, das werden wir wahrscheinlich hinbekommen. Ne? Wo ein Wille, da ein Weg. Bevor wir zu dem anderen Auto springen, bleiben wir noch mal kurz bei dem Auto. Und zwar, wir haben ja ein unrestauriertes Auto mitgebracht, aus dem einfachen Grund, damit man auch einfach mal sieht, was hier wirklich auch an Arbeit an so einem Fahrzeug ist, dass auch wirklich alles gemacht wird. Ne? Das Auto sieht jetzt ja ein bisschen mitgenommen aus, also der wird dann wahrscheinlich später entlackt, neu lackiert, also das volle Programm. Und ja, wie gesagt, wir wollen uns ein bisschen von den anderen abheben. Die meisten haben halt so Sonntagsfahrzeuge, die einmal im Jahr rausgeholt werden, die ausgestellt werden. Und ich denke, das hier fällt hier ein bisschen mehr ins Auge als ein voll durchrestaurierter 993. Deswegen steht das Auto heute hier so, wie es hier steht. Und vielleicht findet man noch jemanden, der sagt, boah, ich finde das genau cool, so wie er ist und ich kann jetzt hier mein eigenes Auto draus bauen. Ja, das war zumindest der Plan, warum das Auto heute hier so steht. So, jetzt gehen wir mal rüber zu dem Auto und erzählen wir ein bisschen was zu dem hier. Das Auto habt ihr vielleicht schon gesehen in dem einen oder anderen Video. Das ist ein Projekt, das machen wir mit einem sehr netten Kunden, der ist ansässig in Dubai. Der Plan ist es, von dem Auto 11 Stück zu bauen. Ich würde sagen, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Für die sich nicht so gut auskennen mit Porsche, das ist ein 991.1 Turbo. Das Auto haben wir stark modifiziert, wie man sehen kann. Es ist relativ wenig von dem Originalfahrzeug übergeblieben. Haben das Auto versehen mit unseren Spoilern, Frontlippe, Seitenschweller, eigene Felgen drauf von uns. Haben das Auto komplett umgelabelt. Also es ist ein volles 9FF-Fahrzeug. Sprich, wie man sehen kann, selbst auf der Bremse steht 9FF drauf. Wir haben den ganzen Innenraum umgelabelt mit eigenen Logos. Also das volle Programm. Also es ist wirklich ein Sonderfahrzeug, das wir speziell nur für den Kunden bauen. Davon sind 11 in Bestellung. Das ist unser Vorführfahrzeug, also quasi Nummer 1. Und wir erhoffen uns davon, dass wir eventuell vielleicht sogar einen Käufer für dieses Fahrzeug finden oder andere Interessen, die sagen, ich hätte gerne auch so was Cooles, was wir bauen. So, wir können ja mal ein bisschen rumgehen, ein bisschen mal was zeigen. Also wie man sehen kann, wir haben alles von Plastik auf schwarz lackiert bei dem Auto. Wir haben hier extra große Aluminium-Vollwasserkühler drin, extra für Warmland, genauso wie große Klimakühler, die halt einfach im Warmland besser funktionieren.
Scheinwerfer auf schwarz umlackiert, eigene Logos, Haube ist gerade auf, weil wir laden nämlich noch die Batterie. Autostand ist nämlich ein bisschen länger in der Ecke. Wie man sehen kann, großen Wassermethanol-Tank hier vorne drin, weil in Dubai ist der Sprit leider nicht so gut. Deswegen müssen wir in dem Fall mit Wassermethanol ja, den Kraftstoff ein wenig unterstützen, dass wir halt trotzdem auf unsere Leistung kommen. Auto hat aktuell immer noch einen 3,8 Liter Motor, ist voll verstärkt, Stahlzylinder, Schmiedekolben, X-Schaft-Pleuel, volles Programm, Verdichtungsreduzierung, Kopfstehbolzen, also wirklich einmal alles, was geht. Große Köpfe mit großen Kanälen, große Ventile, Auslassnockenwellen. Und ja, wir haben auf dem Auto G30 770 Lader und kommen deswegen so zwischen 1100 und 1200 PS. Wir geben das Auto an mit 1111 PS. Ich würde sagen, wir gehen mal rum, gucken uns das Auto nochmal von hinten an. Ja, hinten von roten Rückleuchten auf weiße, schön von der Exklusivabteilung sich bedient. Wir dachten, wir machen eine fortlaufende Linie. Jetzt rote Rückleuchten würden natürlich stören, deswegen alles auf weiß. Diffuse natürlich auch, weil Plastik in Schwarz-Glanz, Endrohre in Seidenmatt-Keramik. Auch sehr cool. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich stimmiges Auto geworden. Wirkt sehr cool und ja, ist nicht drüber. Also manche andere Porsche-Tuner, die sich ja auch in so einem ähnlichen Segment bewegen, verändern das Auto, finde ich, zu stark und man erkennt es nicht mehr wieder. Wir sind eher die Typen für OEM+. Deswegen sieht er jetzt so aus, wie er aussieht. Also ich glaube, stellt eure Regler lieber runter, jetzt wird es richtig krass. Jetzt machen wir auf jeden Fall einmal den Test Klappe auf, Klappe zu, wie sich das anhört. Hört ihr die Lader? So, machen wir Gas. Verdammt, ist das krank. Zweiter. Und was geil ist halt, der liefert es einfach immer wieder, ohne Gnade. Das können wir jetzt 100 Mal machen, interessiert den einfach überhaupt nicht. Das ist krank. Also ich kann den völlig verstehen, dass er so ein Auto haben möchte. Das ist ja mega. Ja, ist wirklich geil, wie man schon die Lader hört hinten. Ja. Dieses Säuseln, mega fett. Vor allem, wir rollen die ganze Zeit rum, wenn man sich mal die Anzeige anguckt. Geil. Das funktioniert schon wirklich geil. Herrlich, wie die Lader abzwitschern. Ja. Vor allem so, wenn man die so bei Halbgas nochmal so luft, Ja. wie die nochmal so richtig. Ja. Auto macht hier schon echt Spaß, muss man sagen. Ja, ja, übelst Also geil. Auto ist hier, Porsche ist halt einfach ein Track-Auto. Ja, ja. Wirklich wie am Gummiband gezogen, Ja. ne? Brutal. Das ist schon echt cool. Ja, wie man hinter mir sehen kann, hier stehen auch noch ein paar andere Fahrzeuge. Da wir aber noch ein weiteres Video machen am Samstag, erzähle ich jetzt noch gar nicht so viel darüber, sondern das kommt in dem nächsten Teil. Oder wenn ihr Lust habt, besucht ihr uns hier, da wir jetzt ja schließlich hier beim Oldtimer Grand Prix sind das ganze Wochenende hier, haben heute aufgebaut, heute ist Donnerstag, also Freitag, Samstag, Sonntag, könnt ihr uns hier antreffen. Also wenn ihr Lust habt, kommt gerne vorbei und sonst kriegt ihr noch mehr Informationen im nächsten Video. Bis dahin.